Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Und weiter geht's mit Raytracing. Okay, wir haben hier schon einige, ich sehe gerade, die ist noch nicht gespeichert, Klassen und Methoden ja, kreiert. Und was wir dieses Mal machen, ist, wir wollen endlich mal mit der Kamera weitermachen. Ich habe euch ja da schon angedroht, hier wird es noch ein bisschen komplizierter. Wir haben das letzte Mal hier mit dieser Vector 3D-Klasse relativ viel gemacht und ja, ich hoffe, ihr habt da alles verstanden. Vielleicht auch nicht, macht aber nicht so viel. Einfach mal gucken und vielleicht nachimplementieren, dann müsste das bei euch auch funktionieren. Gut. Also wir haben hier diese wunderschöne gezeichnete Kamera, die ich euch das letzte Mal schon oder die letzten zwei Male schon gezeigt habe. Und diesmal kommen wir endlich hier mal weiter. So, wir haben hier diesen Vektor up. Ich kann, wie gesagt, nur mit der Maus zeichnen und das sieht furchtbar aus. Das ist der Vektor up, den ich hier schon hergebracht habe. Der ist einfach 010. Die Position von diesem Vektor hier, also das hier, ist das i, dieses i hier. Und unser z ist quasi, wo wir hingucken. Das kann man jetzt hier drauf nicht erkennen. Gut. Ähm, ja, was wir jetzt machen, ist die anderen ja, Vektoren hier einzeichnen. Und dazu müsst ihr erstmal wissen, der hier, ich habe es schon mal gesagt, aber ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, das ist w, das ist v, das ist der View-Vektor. Man kann es sogar einigermaßen lesen, wow. Und das ist u. Okay, ähm, ja. So, also die wollen wir jetzt alle programmieren und die sind natürlich abhängig von dem Auge und von Z und ja und so weiter und so fort. Zunächst einmal brauchen wir den W-Vektor. Das ist Private Vector 3D W. Ich schreibe ihn auch wieder groß, weil ich im Prinzip die anderen Sachen nochmal brauche. Und zunächst einmal wollen wir von dem Auge was subtrahieren. Das heißt, wir sagen i.subtract und wir wollen davon z abziehen. So, das liefert uns jetzt einen weiteren Vektor zurück. Und dieser weitere Vektor, der soll eine Richtung sein, denn w, u und v und der View-Vektor auch sollen einfach nur Richtungen sein. Und Richtungen normalisiert man in der Computergrafik normalerweise immer. Und deswegen sage ich hier einfach Punkt Normalize. So, das heißt, ich möchte hier diesen normalisierten Vektor haben, der genau die Länge 1 hat. Das ist dann mein w, also meine nach hinten guckende Richtung sozusagen. Genau. So, dann brauche ich noch u, denn es kann ja sein, also wenn jetzt w nach oben zeigt, dann ja, dann ist es nicht nur die z-Koordinate, also vielleicht meinen manche dann von euch, man könnte hier einfach ein Minus vorne dranhängen und dann passt die Sache. Nein, manchmal guckt man dann natürlich noch ein bisschen schief nach unten oder so und deswegen kann man dann nicht einfach mit mal minus eins arbeiten, sondern muss hier ein bisschen komplexer arbeiten. Genau. Okay, dann haben wir hier den genau, Private Vector 3D U. So, und u ist jetzt folgendes. Wir nehmen den Vektor w, nee, wir nehmen den Vektor ab, sorry. Wir nehmen ab, ups, groß geschrieben, und auf dem führen wir das Kreuzprodukt aus, und zwar mit dem Vektor w. Und normalisieren es wieder, weil es natürlich auch eine Richtung ist. So, was jetzt das genau gemacht hat, ist folgendes. Wir haben hier den Vektor w, der nach hinten guckt. Und dann haben wir hier den Abvektor. So, und wenn wir jetzt hier drauf das Kreuzprodukt aufrufen, dann kriegen wir einen Vektor, der auf beiden senkrecht steht. Sprich, hier ist ein rechter Winkel und hier ist ein rechter Winkel. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt gerade sehen. Also hier und ja, hier so in die Richtung. Okay, genau, das macht das hier. Dadurch kriegen wir den Vektor, der hier zur Seite guckt. So, was wir jetzt als nächstes brauchen, ist der Vektor, der nach oben guckt. Also dieser V-Vektor, der wirklich oben von der Kamera aus ist und nicht einfach nur, ja, nicht einfach nur der Abvektor, der einfach nach oben zeigt, sondern der vom Auge aus nach oben zeigt. Das ist der Vektor V. Und den kriegen wir, indem wir sagen, wir nehmen auch wieder das Kreuzprodukt. Diesmal nehmen wir es von w.cross und zwar mit u. Hättet ihr euch vielleicht schon denken können. Vielleicht habt ihr es euch auch gedacht. Und normalisieren es auch wieder, weil wir hier, upsala, ja, hier, weil wir logischerweise wieder eine Richtung haben.
Und es kommt tatsächlich auch auf die Richtung vom Kreuzprodukt drauf an. Also macht dann nicht irgendwie U Kreuz W, dann kriegt ihr nämlich den Vektor, der zu der Seite zeigt. Also wenn man jetzt hier W Kreuz abmachen würde, dann würde man den Vektor U falsch rumkriegen, also gerade in die andere Richtung zeigend. Also es ist wirklich wichtig, welche Richtung man dann nimmt. Ähm, genau, also das ist jetzt der V-Vektor und dann können wir immer noch nicht den View-Vektor machen, denn der View-Vektor, der kann sich natürlich ändern. Ich zeichne euch da jetzt gerade mal noch ein anderes Bild. Zur Seite hier ist unser Auge, hier fangen wir an zu gucken und hier gucken wir hin. Das ist quasi unser Bildschirm oder ja, unser Bildschirm. So, und dann haben wir hier die einzelnen Pixel. So. Und hier unten ist natürlich auch noch ein Pixel. Und dann ist der View-Vektor für hier oben und für da unten ja ein anderer. Das heißt, wir können den View-Vektor immer noch nicht korrekt berechnen, aber wir können die Vorbereitung hier in der Kamera treffen, die wir machen können, damit es nachher möglichst effizient ist. Wie gesagt, Grafikprogrammierung ist extrem speicherfressend und was weiß ich was noch alles fressen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, also zum Zocken braucht man die beste Hardware. Und ja, deswegen. So, was wir jetzt hier noch machen wollen, ist, wir wollen den Abstand berechnen, Private Double, D, also D für Distance. Und das tun wir, indem wir sagen T, und T werde ich gleich noch mit euch genauer drauf eingehen, Tangens von Math.Pi, das Ganze durch 4 geteilt und das dann wiederum durch 2 geteilt. So, ähm, jetzt zu T, beziehungsweise zu generell L, R, T und B. Top und Bottom, links, Left und Right, um genau zu sein. Also könnt ihr euch vielleicht schon denken. Wir haben hier einen Private int L und der ist Output.width durch 2. Und zwar negativ. So, was das bedeutet ist folgendes. Wir gucken frontal drauf und wir haben links dasselbe, was wir sehen, wie das, was wir rechts sehen. Also das ist jetzt left oder links von mir aus auch private int r ist L mal minus 1. Das ist quasi jetzt der rechte Rand. Also ihr könnt es euch vorstellen, das hier, da wo meine Maus jetzt ist links, das ist rechts und unser Auge ist genau hier in der Mitte. Oder nicht unser Auge, aber ja, doch unser Auge eigentlich schon. Das ist genau in der Mitte. Das heißt, wir sehen links gleich viel wie rechts. Das ist ja normal, dass wir in unserem Gesichtfeld möglichst gleich viel auf beiden Seiten sehen. Ansonsten kann man hier natürlich auch noch gerne anpassen. Zusammen sollten sie allerdings Output.width ergeben. Also die Breite sollte dann passen. Gut, selbes machen wir natürlich jetzt noch für oben und unten. Private int top. Top ist Output.height durch 2. Also quasi hier. Hier ist wieder unser Mittelpunkt und hier ist unten. Das heißt, unten ist quasi genau dasselbe, nur dass wir es halt mit minus 1 multiplizieren. Ja. Private. Ups. So war das nicht gedacht. Int bottom für unten ist Output.width durch nicht Output.width, sondern einfach t mal minus 1. So. Und jetzt haben wir oben und unten wieder dasselbe Gesichtsfeld, sozusagen. Okay, jetzt kriegen wir hier natürlich allerlei Warnings, weil wir es niemals benutzen, aber das ist uns egal. Denn wir wissen, dass wir es noch brauchen werden. So, warum jetzt hier den Tangens von Pi Viertel? Naja, Pi Viertel sind 90 Grad und wir haben normalerweise ein Gesichtsfeld von 90 Grad. Das heißt, wir sehen 90 Grad weit und deswegen eben diese 90 Grad. Warum durch 2? Weil wir eben ein symmetrisches Gesichtsfeld haben. Beziehungsweise Sichtfeld generell einfach. Und ja, wir sehen dann einfach genau, ja, wir sehen einfach auf beiden Seiten gleich viel. Und diese Distanz d, die wird dann halt ausgerechnet dadurch. Okay. So, und jetzt noch eine kleine Sache, die wir später zur Berechnung brauchen, die wir heute aber wahrscheinlich nicht mehr machen werden. Oh, komm schon. Ich falle jedes Mal drauf rein. Private
Und zwar einen Vektor 3D, den wir einfach schon vorberechnen, weil wir ihn nur einmal berechnen, aber nachher brauchen wir ihn in einer Schleife die ganze Zeit, aber es passt halt am besten hier rein. Ich habe ihn WD Negated genannt und Negated und ich werde ihn hier einfach wieder genau gleich nennen, damit ich nicht durcheinander komme. Und bitte groß. So, ach halt, ich habe es ja gar nicht in Util reingepackt. Okay, wir nehmen hier einfach W, nehmen das Skalarprodukt, die Skalarmultiplikation nehmen wir und packen da d mal minus 1 rein. Mal minus 1, weil wir es nachher negativ brauchen. Und ja, das ist einfach der Vektor w, der mit dem multipliziert wurde und dann umgedreht wurde. Also quasi alle Komponenten rückwärts. Also einfach in die andere Richtung gezeigt. Genau. So, das sind alle Sachen, die wir hier für die Kamera brauchen. Jetzt brauchen wir, da wir sie private gemacht haben, noch natürlich Getter und Setter. Und die kriegen wir ganz easy über Generate Getters und Setters, Select All und OK. Und schon haben wir sie. Ich hätte hier gerne noch ein bisschen Platz. Dankeschön. So, und hier, ja, ganz einfach überall diese, upsala, das sollte dann nicht unbedingt ganz da unten sein, sondern hier oben, wo es hingehört. Genau. So, und jetzt ist die Kameramethode vorerst mal fertig. Ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden und wir machen natürlich bald weiter oder gleich morgen weiter mit den anderen Sachen hier, zum Beispiel das richtige Raytracing, weil hier haben wir ja immer noch nichts gemacht. Alles klar. Gut, dann bis morgen. Ciao, ciao.